Let's go race, the motorsport channel for gamer. Servus zusammen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Heute geht es um mein Do-it-yourself Simracing Dashboard, das ich die letzten Monate geplant und gefräst habe. Und heute ist jetzt endlich fertig. Ich habe es in den letzten Wochen ja schon ein paar Mal benutzt. Es gab auch schon ein erstes Video, wo es um das 7 Zoll Display ging. Das verlinke ich nochmal unten in die Videobeschreibung rein. Könnt ihr euch dann auch anschauen. Ja. Und das ist dann mein zweites Video und auch letztes Video, denn jetzt ist es fertig. So. Das ist die Rückseite des Gehäuses. Aus Aluminium, matt schwarz lackiert. Und ja, sehr leicht. Extra für den Simulator und für dieses Display geplant. Da sage ich jetzt mal ein bisschen was dazu. So. Diese zwei Langlöcher sind eben dazu da, um es an den Simulator anzuschrauben. Höhenverstellbar, je nachdem, wie man es später will. Wenn man vielleicht später auch mal, sage ich jetzt mal, eine andere Wheelbase hat, die irgendwo anders die Löcher hat, kann man sich da in der Höhe neu orientieren. Ja. Dann haben wir hier zwei Löcher. Das ist, um das Display anzuschrauben. Das passt hier später genauso rein. Dann haben wir hier nochmal 4 Löcher, das sind M4, um den Vorderteil anzuschrauben. Das hier sind übrigens M3, die sind für das Display. Und ja, dann haben wir hier oben noch, und zwar, wenn wir das Display so einlegen, sehen wir, dass diese Fläche hier genau aufliegt. Also das hat den gleichen Abstand wie unten die beiden. Sieht man, wenn man das rausholt, ist das ein bisschen höher. Hier. Das hat die gleiche Höhe wie hier. So. Wenn wir das hier einlegen, liegt das genau hier drauf und wird später von hier oben gepresst. Und zwar hat das den Zweck, vorher waren hier oben auch so 2 Laschen, an denen man es anschrauben konnte. Das war mir aber dann etwas zu hoch. Das Display wäre dann 10 mm höher gewesen und würde über dem Lenkrad herausragen. Und das hat mir einfach nicht gefallen. Dann habe ich es so gemacht, wenn man dann später das zweite Stück dran macht, also das Vorderteil so dran schraubt, wird das dann gepresst, indem wir hier Moosgummi dazwischen machen. So eine Art Abstandshalter. Es wird dann hier dazwischen gemacht und wird runtergedrückt. Ist natürlich etwas dicker als der Abstand, den wir hier haben, damit es auch sehr stabil drin sitzt. So. Dann kommen wir zu dem Teil da hinten. Und da ist ein kleiner Adapter, den ich mir gemacht habe. Wie soll ich das jetzt erklären? Es ist eben sehr schwierig, wenn das Display drin ist, das Display nochmal abzuschrauben. Dann müsste ich alles auseinanderbauen, um das komplette Display von der Wheelbase runterzunehmen. Wenn ich jetzt zum Beispiel Kart-Videos mache, dann benutze ich dieses Display ja nicht. Würde einfach blöd aussehen. Und deshalb habe ich mir einen Adapter überlegt. Und das ist der Teil, der an das Display angeschraubt wird. Und das ist der Teil, der an die Wheelbase angeschraubt wird. Der sitzt dann so dran. Von hier wird es eben an die Wheelbase angeschraubt. Und das wird jetzt so drauf gemacht und einfach verschraubt. Sitzt bombenfest und man kann es nach Belieben abschrauben. Muss nicht das komplette Display nochmal abschrauben. Das ist natürlich auch nicht gut für die Gewinde, wenn sie andauernd auf und zu gemacht werden. Verschleißt natürlich auch alles und denke ich, ja, die kleinen Klötzen hier, die kann man schnell wieder neu machen. So ein Display neu zu machen, das dauert dann schon etwas länger. So. Natürlich haben wir hier außen noch eine Ausfräsung für den USB und für den HDMI. USB für die Stromzufuhr, HDMI für das Bild. So. Dann würde ich sagen, bauen wir es mal zusammen. So. Hier 2 M3er Schrauben, um das Display zu fixieren. So. Wenn
euch das Display gefällt, könnt ihr mich auch gerne nach den Maßen fragen. Ich gebe die euch gerne einfach über YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, also noch meine Internetseite, da könnt ihr mich überall anschreiben. Da gebe ich euch gerne die Maße, falls ihr so ein Display auch machen wollt. So, das ist jetzt fest. Sitzt eigentlich schon ganz gut, aber lieber einmal mehr befestigt. Und deshalb hier oben den Moosgummi reinmachen. So, sieht man jetzt ja, liegt etwas höher. Damit, wenn wir das Ganze jetzt hier drauf machen, das ganze Display hier nochmal ein bisschen runtergedrückt wird und durch die Vibration einfach nicht verrutscht und ja, dass auch nichts kaputt gehen kann. So. Dann verschrauben wir das Ganze mal. Ja. Da kommen jetzt die 4 Schrauben hier von oben rein. So, das Display ist jetzt festgeschraubt, also die Vorderseite. So sieht das Ganze jetzt aus. Ja, das Ganze kann jetzt ganz einfach hier montiert werden. Da würde ich sagen, gehen wir an den Simulator und dann geht es da weiter. So, jetzt sind wir hier im Simulator. Jetzt befestigen wir das Display genau hier an diesen beiden Schrauben. Aber zuerst wird natürlich der Adapter festgeschraubt. So. Dann nehmen wir hier den Adapter. Einmal hier fest. Und einmal hier fest. So, dann nehmen wir das Display. Da haben wir den Adapter ja da hinten dran. Das sind diese 2 Durchgangslöcher mit Durchmesser 4,2. Da wird jetzt die Schraube durchgesteckt und in dieses Gewinde gemacht. So, draufsetzen, Schrauben rein und verschrauben. Wenn ich das Display dann abmachen möchte, muss ich nicht die komplette Abdeckung da vorne rausmachen, das Display rausmachen. Dann kann ich einfach hinten diese beiden Schrauben lösen, eventuell dann noch die beiden vom Adapter und fertig ist es. Das geht dann alles viel schneller, wenn man dann die Kart-Videos machen möchte oder auch mit alten Autos fahren möchte. Da passt das Display jetzt nicht so gut dazu. Ja, dann geht das alles viel schneller. So, das Display ist jetzt montiert. Dann können wir das Ganze jetzt an den PC anschließen. Dann zuerst die Stromzufuhr über USB. So, der PC hat es erkannt. So, dann noch den HDMI. Und schon ist das Display angeschlossen. Kann jetzt direkt genutzt werden. Am PC ist jetzt schon alles richtig eingestellt. Da würde ich sagen, gehen wir jetzt mal in die Cockpit-Perspektive und testen das Ganze mal.
So, jetzt sind wir hier in der Cockpit-Perspektive. Dann starten wir einfach mal das Z1-Dashboard. So sieht das Ganze dann aus. Sehen wir da noch groß. Dann machen wir das Lenkrad drauf. So. Und dann starten wir iRacing. Damit werden wir das Ganze jetzt hier mal testen. Mit dem Porsche 911 GT3 Cup auf dem Nürburgring. So. Gleich sieht man, wie das Display auf die richtige Anzeige springt, wenn er die Simulation das Auto erkannt hat. Hier sieht man schon mal verschiedene Daten, Rennstrecke, ja, alles was man so braucht. So. Da können wir jetzt die verschiedenen Anzeigen durchswitchen. Natürlich nur die man auch belegt hat. Das kann man alles im Menü ändern, so wie man es möchte. Da gibt es festgelegte Layouts. Hier haben wir ganz spannend auch den Pit-Speed. Wenn wir zu schnell sind, wird das Ganze hier rot. Ich glaube nicht, dass wir das auf die Distanz hinkriegen. Fahren wir einfach ein bisschen rückwärts. So. Können wir das Ganze wieder auf die richtige Anzahl machen und fahren mal ein bisschen. Ich finde es bei iRacing auch schon sehr gut gemacht, dass man direkt die richtigen Layouts der originalen Boliden hat. Erspart einem das ganze Einstellen der Layouts. Ist aber, soweit ich weiß, nur bei iRacing. Da können wir jetzt während der Fahrt einfach hier umswitchen auf verschiedene Anzeigen. Hier zum Beispiel die Streckenansicht, da sieht man, wo die Fahrer überall sind. Ja. Multitasking sollte man beherrschen. Dann haben wir eine Anzeige mit verschiedenen Daten, die man während des Rennens brauchen könnte. Hier haben wir die momentane Zeit, eine Delta. Hier die letzte Runde, die beste Runde. Runde, Position, noch zu fahrende Zeit, wie viele Stopps man hatte, wie viel Benzin und so weiter. Das kann man alles hier ablesen. Hier haben wir einmal das G-Meter, also die G-Kräfte. Dann die Reifen auf der rechten Seite. Hier nochmal eine Anzeige, da kann man zum Beispiel sehen, wie man gerade die Bremsbalance verstellt hat. Kann ich ja mal gerade zeigen. Das geht übrigens auf allen Anzeigen.
bekommt man eine kurze Rückmeldung, was man gerade eingestellt hat. Ist während des Rennens doch sehr hilfreich, da man während des Rennens ja schon ab und zu die Bremsbalance nachjustieren muss, wenn die Reifen verschleißen. Ich würde sagen, ich fahre hier jetzt einfach noch eine Runde. Und wenn ihr noch Fragen habt zum Display, irgendwelche Anregungen habt, könnt ihr es ja einfach in die Kommentare posten. Und dann verabschiede ich mich hier von hier. Bis zum nächsten Mal.